Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Real Madrid hat Gonzalo Garcia verkauft nach Fulham. Dies berichten sowohl La Cope als auch La Cadena SER. Und ich befürchte, sie haben recht, denn er hat heute nicht am Training von José Mourinho teilgenommen. Was da los ist, wie viel Real Madrid für den Stürmer erhält etc., schauen wir uns natürlich in diesem Video an. Dann geht das Verletzungspech bei den Königlichen weiter und es trifft mal wieder einen Innenverteidiger, in diesem Fall Raúl Asensio. Und das wieder zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Dann gibt es neue Informationen zu César Palacios, Franco Mastantuono und zu guter Letzt, was ist eigentlich los rund um Yan Diomandé? Warum ist da diese absolute Stille? Fabrizio Romano hat für uns eine Erklärung. Also, viel Spaß beim Video. Ja, und lasst uns dieses Video mal mit einem Thema starten, um einen Spieler, wo ich ganz ehrlich mir überlege, ob ich mir sein Trikot hole, und das, obwohl er noch nie eine Minute für Real Madrid gespielt hat. Das muss schon einiges heißen. Ich rede über Marc Cucurella. Und Marc Cucurella hat während der WM gesagt, wenn Spanien Weltmeister werden sollte, tätowiere ich mir Luis de la Fuente auf den Körper. Und gemacht, getan. Ich lasse das Ganze mal ein bisschen parallel laufen. Wie verrückt muss das sein? Auf jeden Fall hat er jetzt den Nationaltrainer mit dem WM-Pokal hier auf dem Arm tätowiert. Fand ich nur wieder ein Zeichen, wie verrückt dieser Typ ist, aber im positiven Sinne. Ja, und jetzt ein anderes Thema, auch wenn wir uns darüber eigentlich hier nicht auf dem Kanal unterhalten, aber es passt irgendwie, wenn wir über Marc Cucurella reden. Das ist seine neue Frisur. Was machst du? Du kannst doch nicht in deiner Präsentation im Bernabeu so aussehen. Naja, auf jeden Fall fand ich es ganz lustig. Diese Story wollte ich mit euch teilen. Ja, eine andere Story, die ich überhaupt nicht lustig finde, aber die sich abgezeichnet hat in den letzten Wochen, müssen wir ehrlich sein, ist der Abgang von Gonzalo Garcia. Einer der Spieler, der einen José Mourinho in dieser Vorbereitung am meisten überrascht hat. Ein körperliches Monster, und man hat das auch in den Freundschaftsspielen gesehen, Vorbereitungsspielen. Vor allem dieses gegen Leganés, was der gepresst hat, was der geackert hat. Das hat Spaß gemacht zuzusehen, erfrischend, hat auch sein Tor gemacht. Also, dass dieser Junge einen Torinstinkt hatte, das sagt nicht nur ich, das hat auch ein José Mourinho gesehen. Er wollte ihn unbedingt halten, weil er der einzige Neuner war, ja, der andere Charaktereigenschaften hatten. Diese Strafraumbesetzung, die Körperlichkeit etc., ja, die haben dir ein Mbappé, Endrick etc., ja, die sind nicht diese klassischen Mittelstürmer wie ein Gonzalo Garcia. Aber das Problem, ein Álvaro Arbeloa sieht das genauso, Fulham sieht das genauso. Ja, und laut La Cope und Cadena SER ist die Einigung jetzt endgültig erzählt. Der einzige Unterschied in der Berichterstattung ist der Preis. Fangen wir da zunächst einmal mit an, was die Cope gesagt hat. Real Madrid verkauft Gonzalo für rund 70 Millionen Euro an Fulham. Real Madrid und der englische Club haben eine Einigung über den Transfer des Nachwuchsspielers erzielt, wobei Real Madrid eine Vorkaufsoption behält. Gonzalo Garcia wird seine Karriere beim FC Fulham unter Trainer Álvaro Arbeloa fortsetzen. Real Madrid und der Londoner Club haben sich auf einen Transfer des Real Madrid Eigengewächses für rund 70 Millionen Euro geeinigt. Laut Cadena Cope besitzt Real Madrid eine Kaufoption für den Spieler, der in der vergangenen Saison 39 Einsätze für die erste Mannschaft absolviert und dabei 8 Tore erzielt hatte, 6 davon in La Liga. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass der so viele Einsätze hätte. Aber ihr habt es selber gelesen, laut La Cope kriegt Real Madrid 70 Millionen Euro. Und hat eine, ja, Wiederkaufsrecht oder nicht Wiederkaufsrecht, so ein Vorkaufsrecht. Wenn Gonzalo Garcia irgendwo verkauft werden sollte, könnte Real Madrid sagen, stopp, wir legen die gleiche Summe auf den Tisch, Gonzalo Garcia kommt zurück. Das ist die Information von Cope, und von Cadena SER kommt eine komplett andere Information. Und da steht, Gonzalo an FC Fulham für 40 Millionen transferiert. Er ist 60 Millionen wert und Real Madrid verkauft 66% des Spielers an Arbeloas Fulham. Auf diese Weise behält sich Madrid zusätzlich zu einem Drittel der Spielerrechte eine Kaufoption vor. Also das sind schon gewaltig unterschiedliche Informationen. Das Einzige, was beide gemeinsam haben, ist,
Gonzalo Garcia ist neuer Spieler von Fulham. Er hat auch heute beim Abschlusstraining oder heute beim Training von Jose Mourinho nicht mittrainiert. Ja, und das ist schon ein klares Zeichen für Abschied. Ja, was soll ich sagen? Gonzalo Garcia, ihr wisst, ich liebe unsere Nachwuchsspieler. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sein, ein Kylian Mbappé, wir kennen ihn, wird von 50, 60 Spielen, wenn er sich jetzt nicht verletzt, 40, 50 Spiele machen. Danach ist ein Endrick auch ein Spieler, der seine Minuten bekommen muss. Wenn es nach mir geht, können alle bleiben und alle behalten und wir rotieren wild durch, aber so ist nun mal nicht die Realität im Profifußball. Real Madrid muss Geld generieren. Ja, ich habe ein weinendes Auge, bin ich ganz ehrlich. Ich habe sehr viel Hoffnung. Ja, ich war ohnehin jetzt schon Fulham-Fan wegen einem Álvaro Arbeloa. Und jetzt werde ich erst recht Fulham-Fan und mir Spiele anschauen, weil ich sehen möchte, wie ein Gonzalo Garcia sich da anstellt in der Premier League. Ja, es könnte eine gute Verbindung sein, die Real Madrid mit Fulham da aufbaut, wenn du deine Jugendspieler dahin ablagern kannst und die zurückholen kannst. Die können in der besten Liga der Welt Minuten Erfahrung sammeln, Tore schießen etc. Ich drücke Gonzalo Garcia alle Daumen, wir werden dich bei Real Madrid verlassen und ein großer Teil in mir hofft, dass du eines Tages zurückkommst. Aber ich habe Verständnis, dass du in deinem Alter Minuten spielen möchtest und nicht eine ganze Saison auf der Bank sein möchtest. Ja, ein anderer Spieler, der heute nicht am Training von Mourinho teilgenommen hat, ist Raúl Asensio. Ja, es geht schon wieder los. Ich habe letztes Jahr häufig den Spaß gemacht. Der gefährlichste Job auf der Welt ist Innenverteidiger von Real Madrid. Ja, und aus Spaß wird immer mehr ernst. Inzwischen erwischt es wieder einen Innenverteidiger. Asensios medizinischer Bericht. Nach den heutigen Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Raúl Asensio eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkelmuskel diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Das schreibt Real Madrid immer. Was ist die Wahrheit? Man redet von circa 6 Wochen. Ja, und wenn man jetzt auf den Kalender schaut und man sieht, wir haben jetzt Ende Juli und in circa 4 Wochen, am 31. August, an meinem Geburtstag, könnt ihr euch schon merken, endet das Transferfenster. Ja, wir wissen, wie Mannschaften darauf reagieren, wenn ein Spieler verletzt ist. Eigentlich kaufen Mannschaften keine Spieler, die verletzt sind. Wobei ich das hier und da ein bisschen lächerlich finde, denn der ist 6 Wochen verletzt. Das heißt, nach dem Transferfenster ist der noch 2 Wochen verletzt. Wenn du irgendwo einen 5-Jahres-Vertrag kriegst und der 2 Wochen ausfällt, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber so agieren nun mal die meisten Fußballmannschaften. Die reagieren extrem allergisch darauf, wenn ein Spieler eine Verletzung hat. Ja, und was man in den letzten Tagen gehört hat, dass ein Jorge Mendes aktiv nach einer Mannschaft für einen Raúl Asensio sucht, könnte das ein herber Rückschlag sein in der Karriere von Asensio. Denn der wird diese Saison, glaube ich, unter Mourinho nicht viele Minuten sammeln. Naja, es sei denn, die anderen Innenverteidiger verletzen sich auch. Ja, man hat davon geredet, dass er gehen soll, ein Raúl Asensio und ein Bastoni kommen soll, etc. Das sind alles natürlich nur wilde Gerüchte. Ja, was kein Gerücht ist, sondern eine bittere Tatsache ist, dass ein Raúl Asensio sich verletzt hat. Ja, und kommen wir noch einmal zu Fulham zurück, zu Álvaro Arbeloa. Denn ein Gonzalo Garcia ist anscheinend nicht der einzige Spieler, den er haben möchte. Es gibt noch einen zweiten. Hören wir uns mal an, was Fabrizio Romano zu sagen hat. César Palacios zu Fulham. César Palacios, ein weiteres Talent von Real Madrid, der in der letzten Saison einige Spiele mit der ersten Mannschaft bestritten hat, ist ebenfalls auf dem Weg, denn Fulham kommt dem Transfer näher. Ein Spieler, den Arbeloa haben möchte, und so ist der Deal auch für César Palacios im Gange. Dann schauen wir mal, was bei Gonzalo Garcia passieren wird. Arbeloa will ihn haben, aber das hängt davon ab, was Jose Mourinho entscheidet und ob sie sich auf eine Formel einigen können. Denn nicht vergessen, wie bei Nico Parz, Valdepenas und all den anderen will Real Madrid die Kontrolle über ihre eigenen Talente nicht verlieren. Ja, Fulham arbeitet am Doppelpack und da gibt es auch einen Bericht dazu. Fulhams Bemühungen um Palacios. Die Verhandlungen haben sich in den letzten Stunden intensiviert und eine Einigung steht kurz bevor. Die Option, 50% der Rechte zu verkaufen, wird bevorzugt. Arbeloa spielt bei dem Deal eine Schlüsselrolle. Palacios steht kurz vor einem Wechsel zu Fulham. Der Transfer ist so weit fortgeschritten, dass er praktisch schon perfekt ist.
Die letzten Stunden waren sehr intensiv und produktiv. Tatsächlich fand ein ständiger Austausch zwischen Craven Cottage und Real Madrid statt. Ja, der Artikel geht weiter, könnt ihr euch durchlesen, gerne im Marca. Ja, ein Doppelpack, den Fulham da schnüren möchte. Neben einem Gonzalo Garcia möchten sie auch noch einen César Palacios. Und da spielt natürlich ein Álvaro Arbeloa eine Riesenrolle. Nicht nur, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. Der hat immer gesagt, ich vertraue der Jugend von Real Madrid. Das ist die beste Jugendarbeit der Welt. Und man sieht das auch an seinen Taten. Der holt sich die Spieler aus der Jugendakademie. Ja, und auf der anderen Seite wissen aber auch die Jugendspieler, dass er auf Talente setzt und die wirklich unter ihm eine reelle Chance haben. Und so etwas spielt in so einem Entscheidungsprozess eine Riesenrolle. Ein César Palacios hat die Chance, zu einer guten Premier League-Mannschaft zu wechseln. Wir dürfen nicht vergessen, Fulham war letzte Saison im Mittelfeld der Premier League. Und ich glaube, auch sein Fußball kommt in der Premier League gut an. Wie ich eben schon gesagt habe, dieses Duo aus Real Madrid und Fulham fängt mir an gut zu gefallen. Como ist sehr gut gelaufen, versteht mich nicht falsch. Ein Nico Paz habe ich schon im Kopf, hat eine tolle Entwicklung genommen. Ein Jacobo Ramon hat eine tolle Entwicklung, beide bei Como genommen. Aber wenn ich als Madrid die Entscheidung habe, ich kann meinen Spieler nach Italien schicken oder ich kann den in die Premier League schicken, wüsste ich, was ich als Real Madrid mache. Ja, wie dem auch sei, neben einem Gonzalo Garcia, der anscheinend schon weg ist, ein César Palacios kurz vor einem Wechsel zu Fulham. Ja, und wenn wir schon mal bei Abschieden von Real Madrid sind, ein Spieler, der sich diesen Sommer auch von Real Madrid verabschieden wird, aber nur auf Leihbasis, ist ein Franco Mastantuono. Und da gab es Gerüchte, dass er nach River Plate zurückkehren soll, und das wäre für mich ein falsches Signal gewesen, weil, wie gesagt, es ist schwer genug, sich in Europa einzuleben. Die Sprache, die Ernährung, die Fußballplätze, die Taktik, die Geschwindigkeit im Fußball, die hier gespielt wird. Um dann wieder nach Argentinien zu gehen, das ist wahrscheinlich seine Wohlfühloase, aber da wird ein langsamer, anderer Fußball gespielt. Wie gesagt, für mich wäre das ein Fehler gewesen, und das sieht aber anscheinend Real Madrid genauso. Lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch. Alle Optionen von Mastantuono, Real Madrid und der Spieler selbst haben eine Rückkehr zu River Plate ausgeschlossen. Sein nächster Schritt, eine Leihe bis zum Saisonende, führt ihn nach Europa. Bei Franco Mastantuono tut sich etwas. Wie AS berichtete, scheint seine Zukunft in dieser Saison eher außerhalb vom Bernabeu zu liegen. Der Verein möchte ihn per einfacher Leihe ohne Kaufoption abgeben, um ihm die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln und in einer der europäischen Top-Ligen Erfahrungen zu sammeln. Angesichts seines jungen Alters und seines Potenzials besteht jedoch kein Zweifel daran, dass er bleiben wird. Und laut dieser Zeitung liegen ihm bereits über ein Dutzend Angebote vor. Sicher ist, dass er nicht zu River Plate zurückkehren wird. Eine Entscheidung, die er gemeinsam mit der Führung von Real Madrid getroffen hat. River Plate hatte diese Möglichkeit Anfang Juni ausgelotet, als eine Delegation, zu der unter anderem David Trezeguet gehörte, in Madrid landete, um über verschiedene Neuzugänge wie Thiago Almada und Mastantuono selbst zu verhandeln. Vor wenigen Tagen unternahmen sie einen erneuten Versuch, doch auch diesmal wurde eine Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein ausgeschlossen, da er sein Talent weiterhin in Europa entwickeln möchte. Ja, auch der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, der ist im AS, könnt ihr euch gerne durchlesen. Für mich ist das eine richtige Entscheidung, und wir dürfen bei allem Hate, den der Junge abbekommen hat, etc., nicht sein Alter vergessen. Der ist 18. Der könnte jetzt noch 2-3 Jahre bei Real Madrid Castilla spielen. Über was reden wir hier? Wir haben hier einen 18-Jährigen, der so viel Hate abbekommt, und ich kann viele Madridistas auf der einen Seite verstehen. Wir sind frustriert, die letzten 2 Jahre waren Katastrophe, die Kabine war Katastrophe. Man hatte das Gefühl, bei Real Madrid läuft alles drunter und drüber und verliert die komplette Kontrolle. Aber meiner Meinung nach komplett falsches Signal und ja, übertrieben, den ganzen Hate auf den Franco Mastantuono abzuladen. Ich selber war mit Sicherheit auch frustriert hier und da auf den, war vielleicht hier und da auch mal ungerecht. Trotzdem, der Junge ist 18 und ich bin der festen Überzeugung, vielleicht ist 1 Jahr zu wenig, aber wenn man den mal 2-3 Jahre ausleiht, 2-3 Jahre Erfahrung sammeln, in der Profimannschaft, in der guten internationalen Mannschaft, dann glaube ich, er hat das Potenzial, um in 2-3 Jahren vielleicht bei Real Madrid anzuklopfen und zu sagen, hallo, da bin ich wieder, und er könnte ein wichtiger Bestandteil für die Zukunft von Real Madrid sein. Naja,
Und wenn nicht, heutzutage, Madrid hat 65 Millionen gezahlt, selbst wenn du den irgendwann, wenn der einen halbwegs stabilen Weg macht und du den für 40, 50 verkaufst, ja, dann hast du vielleicht ein paar Millionen Verlust gemacht, hattest aber die Chance, ein Riesentalent zu erwerben, denn so sah es ja aus, als man gesehen hat in River Plate, wie der gespielt hat, was der für Tore gemacht hat gegen Boca Juniors, der Freistoß etc. Naja, wie dem auch sei, finde ich die richtige Entscheidung von Franco Mastantuono und Real Madrid, dass er nicht zurück nach Argentinien geht. Dieser Junge soll sich an das Tempo im europäischen Fußball gewöhnen. Ja, und zu guter Letzt ein Spieler, der sich schon lange an das Tempo im europäischen Fußball gewöhnt hat, ist natürlich Yan Diomandé, der Spieler von Leipzig, von Real Madrid. Aber das Here We Go von Fabrizio Romano war da. Seitdem hörten Florian Plettenberg nicht auf, alle halbe Stunde zu twittern gefühlt. Der Deal ist noch nicht durch. Also was die beiden sich da in die Haare bekommen haben, das habe ich so auf Twitter auch selten erlebt. Wie dem auch sei, warum wird Yan Diomandé nicht offiziell bei Real Madrid bekannt gegeben? Diese Frage wird mir täglich gestellt. Instagram, TikTok, Privatnachrichten. Alle fragen mich, was ist jetzt los mit Yan Diomandé? Geht der Deal nochmal über die Wupper? Ja, Fabrizio Romano hat hier die Antwort. Aber wenn wir über Paris Saint-Germain sprechen, wiederhole ich immer wieder, dass es überhaupt keine Chance auf eine Einmischung bei Yan Diomandé gibt. In den letzten 24 Stunden gab es viele Gerüchte aus Frankreich. L'Équipe hat berichtet, dass es vielleicht eine Chance für PSG gibt, einzusteigen. PSG hat ganz klar gemacht, dass der Deal seit Samstag vom Tisch ist und sie wissen, dass Yan Diomandé als Spieler von Real Madrid zu betrachten ist. Manchmal, Leute, passiert es auf dem Transfermarkt, wie in diesem Fall bei Yan Diomandé, dass man im Rahmen einer Gentleman's Agreement wartet, bis der Verein einen Ersatz gefunden hat, bevor man den Transfer offiziell macht und den Spieler zu seinem neuen Club gehen lässt. Und genau das passiert hier. Die Einigung und der Handschlag zwischen Real Madrid, den Beratern von Diomandé und Red Bull Leipzig sind bereits erfolgt. Wir können also bestätigen, dass Yan Diomandé Spieler von Real Madrid wird. Das ist garantiert. Natürlich muss er noch reisen, den Medizincheck absolvieren und den Vertrag unterschreiben, aber das Here We Go gilt, weil die Einigung zwischen allen Parteien erzielt wurde. Es wird nur noch darauf gewartet, dass Red Bull Leipzig einen Ersatz findet und dann wird Yan Diomandé nach Madrid fliegen. Aber Yan Diomandé zeigt auch Respekt gegenüber Leipzig, indem er weiterhin am Training teilnimmt und öffentlich keine Probleme verursacht. Stell dir vor, du hast die Chance, zu Real Madrid zu wechseln und Red Bull Leipzig findet vielleicht keine Einigung. Jeder Spieler würde sagen, lass nicht den. Diomandé muss das nicht tun, weil er weiß, dass der Deal mit Real Madrid steht. Es ist bereit. Es wird passieren. Es geht nur noch darum, Red Bull Leipzig die Arbeit auf dem Transfermarkt machen zu lassen und dann sind sie bereit, weiterzumachen. Ja, ihr habt es selber gehört. Es ist ein Gentleman's Agreement zwischen Real Madrid und Leipzig. Alle haben sich die Hände gegeben, alle haben gesagt, der Deal ist durch, alle Parteien sind sich einig, die Summe soll stehen, der Spieler hat sich mit Madrid geeinigt oder besser gesagt seine Berater. Es fehlt wahrscheinlich noch die finale Unterschrift, aber es liegt daran, dass Leipzig ihren Fans nicht sagen möchte, so, unser bester Mann ist jetzt mal weg, mal gucken, wie die Saison läuft, sondern Leipzig arbeitet anscheinend im Hintergrund schon an einem Ersatz, um den Leipzig-Fans, den 7 Stück, die es gibt, oh, der war gemein, um den Leipzig-Fans, also wie gesagt, kein Angriff an die Leipzig-Fans, naja, um den klar zu machen, hör mal, Diamandé geht, aber wir haben schon den in der Hinterhand und das wird halt unser neuer Flügelstürmer in dieser Saison. Ja, für diejenigen, die sich Sorgen gemacht hat, Fabrizio Romano hat nochmal ganz klar gemacht, das Ding ist safe, das Ding ist durch, macht euch keine Sorgen, es ist nur noch eine Frage des Timings. Ja, eine Frage des Timings ist für euch jetzt, wann ihr auf Like drückt. Ich hoffe, denn dieses Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, wie gesagt, drückt da drauf, hypt dieses Video, wenn ihr die Möglichkeit habt. Lasst mal in den Kommentaren, was eure Meinung zu diesem Video ist. Was sagt ihr zu Gonzalo Garcia? Glaubt ihr, das ist der richtige Schritt oder der falsche von Real Madrid? Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Alama!